Hallo und willkommen. Heute hörst du eine ruhige Geschichte über gute Nachbarschaft. Die Geschichte begleitet Iryna durch ihr erstes Jahr im neuen Haus. Sie lernt Nachbarn, Regeln und gemeinsame Räume kennen. Einige Situationen sind freundlich und einfach. Andere Situationen brauchen Geduld und klare Worte. Du musst nichts auswendig lernen. Du darfst einfach zuhören. Die Sätze bleiben kurz und verständlich. Neue Wörter erscheinen in echten Alltagssituationen. Wichtige Wörter kehren später mit neuen Beispielen zurück. So bleibt die Wiederholung ruhig und natürlich. In dieser Geschichte geht es besonders um Ruhezeiten. Ruhezeit bedeutet eine Zeit mit möglichst wenig Lärm. Es geht auch um Rücksicht. Rücksicht bedeutet, man denkt an die Bedürfnisse anderer. Ein drittes wichtiges Wort ist Vereinbarung. Eine Vereinbarung ist eine gemeinsame, klare Lösung. Iryna lernt dabei eine einfache Methode. Zuerst beobachtet sie die Situation genau. Dann prüft sie eine Regel oder eine Information. Bei Unsicherheit fragt sie freundlich nach. Sie beschreibt konkrete Zeiten, Orte und Geräusche. Persönliche Angriffe vermeidet sie. Bei einem schwierigen Gespräch schützt sie ihre Grenze. Wenn nötig, bittet sie die Hausverwaltung um Hilfe. Nicht jede Hausregel ist überall gleich. Darum nennt die Geschichte keine feste Uhrzeit für jedes Haus. Sie zeigt stattdessen sichere Schritte für den Alltag. Atme ruhig ein. Atme langsam wieder aus. Wir beginnen an Irynas erstem Tag in der neuen Wohnung. Der erste Tag im neuen Haus. Diese Szene zeigt einen neuen Teil des Zusammenlebens. Iryna zieht an einem ruhigen Freitag in ihre neue Wohnung ein. Für diese Szene ist das Wort Nachbarschaft besonders wichtig. Nachbarschaft bedeutet hier Menschen, die in der Nähe wohnen. Danach kommt Mehrfamilienhaus hinzu. Mehrfamilienhaus bedeutet in dieser Geschichte ein Haus mit mehreren Wohnungen. Die Wohnung liegt im 2. Stock. Unter ihr wohnt Frau Keller. Nebenan lebt Jonas mit seinem Bruder. Im Erdgeschoss wohnt die Familie Demir. Iryna trägt Kisten durch das Treppenhaus. Iryna prüft bei Nachbarschaft, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Mehrfamilienhaus sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Sie achtet darauf, den Weg freizulassen. Am Nachmittag begegnet sie Frau Keller. Iryna stellt sich freundlich vor. Frau Keller zeigt auf die Briefkästen. Dort hängt auch ein Plan für das Haus. Iryna, guten Tag. Ich bin neu im 2. Stock. Frau Willkommen. Ich wohne direkt unter Ihnen. Iryna, vielen Dank. Gibt es etwas Wichtiges im Haus? Frau Keller, lesen Sie bitte die Hausordnung neben den Briefkästen. Iryna, wo stehen die Ruhezeiten? Frau Keller, Sie finden sie im mittleren Abschnitt. Iryna, dann schaue ich heute Abend nach. Frau Keller, bei Fragen können Sie gern klingeln. Der erste Kontakt bleibt kurz und freundlich. Iryna kennt nun 2 Namen im Haus. Ein Gruß macht spätere Gespräche leichter. Sie fühlt sich schon weniger fremd. Am Abend beginnt sie mit der Hausordnung. Die Erfahrung bleibt mit einem klaren Bild verbunden. 2. Die Hausordnung verstehen. Der nächste Alltagstag bringt eine andere Frage. Am Abend fotografiert Iryna das Blatt im Eingangsbereich. Iryna begegnet heute dem Ausdruck Hausordnung. Hausordnung bedeutet hier Regeln für das gemeinsame Wohnen. Ein zweiter Ausdruck ist beachten,
Beachten bedeutet in dieser Geschichte eine Information lesen und danach handeln. Die Schrift ist klein und dicht. Iryna vergrößert das Foto auf ihrem Handy. Sie markiert 3 wichtige Abschnitte. Der erste Abschnitt nennt Ruhezeiten. Der zweite Abschnitt betrifft das Treppenhaus. Iryna prüft bei Hausordnung, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Beachten sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Der dritte Abschnitt erklärt die Waschküche. Einige Wörter sind noch unbekannt. Iryna schreibt nur 5 Wörter heraus. Sie sucht einfache Erklärungen. Offene Fragen bleiben auf einem Zettel. Jonas, darf ich kurz etwas fragen? Jonas, natürlich. Was ist unklar? Iryna, gilt die Ruhezeit auch am Sonntag? Jonas, ja. Sonntags soll es besonders ruhig sein. Iryna, darf ich normal kochen und duschen? Jonas, normale Geräusche gehören zum Wohnen. Iryna, dann geht es vor allem um vermeidbaren Lärm. Jonas, genau. Das ist der wichtigste Unterschied. Iryna versteht nicht jede Zeile. Trotzdem kennt sie nun die wichtigsten Bereiche. Sie muss keine Regel erraten. Konkrete Beispiele helfen ihr mehr. Die Hausordnung wird langsam verständlich. Der nächste ähnliche Moment wird dadurch leichter. Dritte. Musik hinter der Wand, nun verändert sich die Situation auf eine kleine Weise. In der 3. Nacht hört Iryna lange Musik aus der Nachbarwohnung. Im Mittelpunkt steht zunächst das Wort Ruhezeit. Ruhezeit bedeutet hier eine Zeit mit möglichst wenig Lärm. Außerdem hört Iryna das Wort Bass. Bass bedeutet in dieser Geschichte tiefe Töne, die durch Wände gehen. Es ist kurz nach 10:30. Iryna muss am Morgen früh arbeiten. Zuerst versucht sie weiter zu schlafen. Der Bass bleibt jedoch deutlich hörbar. Sie wird müde und unruhig. Iryna prüft bei Ruhezeit, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Bass sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Trotzdem klingelt sie nicht sofort wütend. Sie atmet langsam und hört noch kurz zu. Dann notiert sie Uhrzeit und Dauer. Nach Mitternacht wird die Musik leiser. Iryna entscheidet sich für ein Gespräch am nächsten Tag. Iryna, guten Morgen, Jonas. Haben Sie kurz Zeit? Jonas, ja. Worum geht es? Iryna, gestern war die Musik nach 10 deutlich hörbar. Jonas, das tut mir leid. Ich hatte Besuch. Iryna, besonders der Bass kam durch die Wand. Jonas, ich stelle die Box künftig weiter weg. Iryna, das würde mir sehr helfen. Jonas, sagen Sie bitte Bescheid, falls es wieder stört. Das Gespräch dauert nur wenige Minuten. Beide bleiben ruhig und konkret. Iryna greift Jonas nicht persönlich an. Jonas schlägt selbst eine Lösung vor. Am Abend bleibt die Wohnung ruhig. Iryna nimmt nur den wichtigsten Gedanken mit. 4. Eine gute Gesprächszeit. In diesem Abschnitt geht es um eine konkrete Entscheidung. Iryna überlegt später, warum das Gespräch gut funktioniert hat. Die erste neue Information betrifft Ansprechen. Ansprechen bedeutet hier, ein Problem direkt und freundlich nennen. Für die Lösung braucht sie auch Gesprächszeit. Gesprächszeit bedeutet in dieser Geschichte ein passender Moment für ein Gespräch. Mitten in der Nacht wäre sie sehr müde gewesen. Jonas hätte vielleicht noch Gäste gehabt. Am Morgen waren beide ruhiger. Iryna hatte 2 klare Sätze vorbereitet. Sie nannte eine Uhrzeit und ein Geräusch.
Irina prüft bei Ansprechen, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Gesprächszeit sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Sie sagte nicht, Jonas sei immer rücksichtslos. Diese Form blieb sachlich. Jonas konnte die Situation verstehen. Eine konkrete Bitte war möglich. Irina schreibt die Methode in ihr Notizbuch. Irina: Lea, wie sprichst du Probleme im Haus an? Lea: Ich wähle einen ruhigen Moment. Irina: Und wenn ich sehr verärgert bin? Lea: Dann warte ich kurz und sammle meine Gedanken. Irina: Soll ich alles erzählen? Lea: Nein. Ein konkretes Beispiel reicht oft. Irina: Also Uhrzeit, Geräusch und eine Bitte? Lea: Genau. So bleibt das Gespräch klar. Irina erkennt eine einfache Struktur. Zuerst beschreibt sie die Situation. Danach nennt sie ihre Wirkung. Zum Schluss bittet sie um eine kleine Änderung. Diese Reihenfolge gibt ihr Sicherheit. Die kleine Lösung bringt wieder Ruhe in den Alltag. 5. Besuch am Samstag. Ein neues Geräusch führt zu einem neuen Gespräch. Am nächsten Wochenende möchte Irina 3 Freunde einladen. Dieser Abschnitt erklärt zuerst Bescheid sagen. Bescheid sagen bedeutet hier, jemanden vorher informieren. Der nächste wichtige Begriff lautet Vereinbarung. Vereinbarung bedeutet in dieser Geschichte eine gemeinsame, klare Lösung. Die Freunde kommen am frühen Abend. Irina möchte zusammen kochen. Später soll leise Musik laufen. Sie denkt an das Gespräch mit Jonas. Darum informiert sie die direkten Nachbarn. Irina prüft bei Bescheid sagen, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Vereinbarung sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Sie schreibt keinen langen Brief. Ein kurzer Zettel reicht. Darauf stehen Tag und ungefähre Uhrzeit. Außerdem nennt sie ihre Klingelnummer. Bei einem Problem dürfen die Nachbarn sofort klingeln. Irina: Frau Keller, ich bekomme am Samstag Besuch. Frau Keller: Danke für die Information. Irina: Wir machen die Musik nach 10 sehr leise. Frau Keller: Das klingt gut. Irina: Falls etwas stört, klingeln Sie bitte kurz. Frau Keller: Das mache ich. Viel Freude beim Abend. Irina: Das hilft mir. Wir schließen später auch die Fenster. Frau Keller: Dann sollte es gut funktionieren. Die Feier bleibt freundlich und ruhig. Nach 10 sprechen die Gäste leiser. Niemand muss sich beschweren. Am Morgen räumt Irina den Flur auf. Vorherige Information verhindert viele Missverständnisse. Der Abschnitt endet ohne unnötigen Streit. 6. Bohren am Sonntag. Der gemeinsame Raum macht die nächste Regel sichtbar. 2 Wochen später möchte Irina ein Regal befestigen. Bei diesem Problem braucht Irina den Begriff Bohren. Bohren bedeutet hier mit einer Maschine ein Loch machen. Dazu gehört ebenfalls vermeidbar. Vermeidbar bedeutet in dieser Geschichte nicht notwendig in diesem Moment. Das Regal steht schon lange im Wohnzimmer. Am Sonntag hat Irina endlich Zeit. Sie nimmt die Bohrmaschine aus dem Schrank. Dann erinnert sie sich an die Hausordnung. Dort steht ein Hinweis zu lauten Arbeiten. Irina prüft bei Bohren, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei vermeidbar sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Irina legt die Maschine wieder weg. Sie sucht einen passenden Werktag. Am Dienstag endet ihre Arbeit früher. Sie informiert Frau Keller kurz. Die Arbeit dauert weniger als 20 Minuten.
Iryna, Herr Nowak, wann darf ich kurz bohren? Hausmeister, bitte nicht am Sonntag und nicht spät abends. Iryna, wäre Dienstag um 5 passend? Hausmeister, ja. Informieren Sie am besten die direkten Nachbarn. Iryna, die Arbeit dauert nur kurz. Hausmeister, dann sollte es kein Problem geben. Iryna, ich hänge vorher einen kleinen Hinweis auf. Hausmeister, das ist eine gute Lösung. Iryna verschiebt die Arbeit ohne großen Verlust. Die Nachbarn kennen den Zeitraum. Das Bohren endet wie angekündigt. Danach entfernt sie den Hinweis. Rücksicht braucht manchmal nur etwas Planung. Eine konkrete Handlung ersetzt lange Vermutungen. 7. Schlaf nach der Nachtschicht. Diesmal beginnt das Problem mit einer kleinen Beobachtung. Frau Keller erzählt Iryna von ihrer Arbeit im Krankenhaus. Ein Schlüsselwort in dieser Situation ist Nachtschicht. Nachtschicht bedeutet hier Arbeit während der Nacht. Ein weiterer Teil der Szene ist Tagesruhe. Tagesruhe bedeutet in dieser Geschichte Ruhe am Tag nach später Arbeit. Frau Keller arbeitet 2-mal pro Woche nachts. Am Morgen schläft sie bis zum Mittag. Normale Geräusche bleiben natürlich erlaubt. Sehr lautes Bohren wäre für sie schwierig. Iryna kennt diesen Tagesablauf bisher nicht. Iryna prüft bei Nachtschicht, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Tagesruhe sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Sie fragt nach den regelmäßigen Tagen. Frau Keller nennt Dienstag und Freitag. Iryna schreibt diese Information nicht als Verbot auf. Sie nutzt sie nur für bessere Planung. Beide verstehen nun die Bedürfnisse der anderen. Frau Keller, dienstags komme ich morgens von der Nachtschicht. Iryna, dann schlafen Sie oft bis Mittag? Frau Keller, ja. Normale Geräusche sind kein Problem. Iryna, ich plane laute Arbeiten lieber später. Frau Keller, das ist sehr freundlich. Iryna, bitte sagen Sie trotzdem Bescheid, falls etwas stört. Frau Keller, gern. Ich möchte auch Ihre Pläne respektieren. Iryna, dann können wir flexibel bleiben. Die Hausordnung nennt diese besondere Situation nicht. Ein Gespräch ergänzt die allgemeinen Regeln. Niemand verlangt absolute Stille. Beide planen laute Aufgaben besser. Persönliche Informationen schaffen praktische Rücksicht. Damit kennt Iryna einen weiteren sicheren Schritt. 8. Kinder. Im Treppenhaus. Ein gewöhnlicher Tag wird zu einer nützlichen Lektion. An einem regnerischen Nachmittag spielen 2 Kinder vor der Wohnungstür. Hier hilft besonders das Wort Treppenhaus. Treppenhaus bedeutet hier der gemeinsame Raum mit Treppen. Später wird auch Fluchtweg wichtig. Fluchtweg bedeutet in dieser Geschichte ein freier Weg für einen Notfall. Draußen regnet es stark. Die Kinder rollen einen kleinen Ball. Manchmal läuft der Ball die Treppe hinunter. Iryna hört Lachen und schnelle Schritte. Der Lärm ist nicht ihr größtes Problem. Iryna prüft bei Treppenhaus, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Fluchtweg sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Ein großer Spielkorb steht mitten im Weg. Iryna denkt an den Fluchtweg. Sie spricht zuerst mit der Mutter. Dabei bleibt sie freundlich zu den Kindern. Gemeinsam finden sie einen Platz neben der Wohnung. Iryna, Frau Demir, darf ich kurz etwas sagen? Frau Demir, ja, natürlich. Iryna, der Spielkorb steht gerade im Fluchtweg. Frau Demir, das habe ich nicht bemerkt.
Iryna, können wir ihn näher an Ihre Tür stellen? Frau Demir: Ja. Ich räume ihn sofort weg. Iryna: Die Kinder dürfen gern leise weiterspielen. Frau Demir: Danke für den freundlichen Hinweis. Der Weg ist wieder frei. Die Kinder fühlen sich nicht angegriffen. Iryna trennt Sicherheit und normalen Kinderlärm. Das Gespräch bleibt kurz. Eine klare Bitte löst das Problem sofort. Die Situation ist nun verständlich abgeschlossen. 9. Normale Lebensgeräusche. Diese Szene zeigt einen neuen Teil des Zusammenlebens. In derselben Woche wacht ein Baby im Erdgeschoss oft nachts auf. Für diese Szene ist das Wort Lebensgeräusch besonders wichtig. Lebensgeräusch bedeutet hier ein normales Geräusch beim Wohnen. Danach kommt Toleranz hinzu. Toleranz bedeutet in dieser Geschichte ruhiges Akzeptieren von kleinen Belastungen. Das Baby weint manchmal mehrere Minuten. Iryna hört es durch das offene Fenster. Zuerst fühlt sie sich gestört. Dann denkt sie an normale Lebensgeräusche. Eltern können ein Baby nicht einfach abschalten. Iryna prüft bei Lebensgeräusch, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Toleranz sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Frau Demir wirkt am Morgen sehr müde. Iryna bietet keine ungefragten Ratschläge an. Sie grüßt nur besonders freundlich. Am Wochenende trägt sie einen Kinderwagen kurz hoch. Die Familie bedankt sich herzlich. Frau Demir: Entschuldigen Sie bitte die unruhigen Nächte. Iryna: Sie müssen sich nicht ständig entschuldigen. Frau Demir: Unser Baby schläft gerade schlecht. Iryna: Ich verstehe. Das gehört manchmal zum Familienleben. Frau Demir: Sagen Sie bitte Bescheid, wenn etwas anderes stört. Iryna: Das mache ich. Beim Baby habe ich Geduld. Frau Demir: Danke. Das nimmt mir etwas Druck. Iryna: Wir wohnen alle mit verschiedenen Bedürfnissen hier. Rücksicht bedeutet nicht völlige Geräuschlosigkeit. Manche Geräusche lassen sich kaum vermeiden. Iryna unterscheidet Ursache und Absicht. Diese Unterscheidung verhindert unnötigen Streit. Toleranz gehört ebenfalls zur Nachbarschaft. Die Erfahrung bleibt mit einem klaren Bild verbunden. 10. Der bellende Hund. Der nächste Alltagstag bringt eine andere Frage. Jonas betreut für einige Tage den Hund seiner Schwester. Iryna begegnet heute dem Ausdruck bellen. Bellen bedeutet hier das typische Geräusch eines Hundes. Ein zweiter Ausdruck ist Auslöser. Auslöser bedeutet in dieser Geschichte eine Sache, die eine Reaktion beginnt. Der Hund ist in der fremden Wohnung nervös. Bei jedem Geräusch im Flur bellt er. Am ersten Abend passiert das sehr oft. Iryna wartet bis zum nächsten Morgen. Dann beschreibt sie die genauen Zeiten. Iryna prüft bei Bellen, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Auslöser sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Jonas erklärt die neue Situation. Gemeinsam suchen sie nach dem Auslöser. Der Briefschlitz macht ein lautes Geräusch. Jonas befestigt eine weiche Abdeckung. Außerdem geht er früher mit dem Hund spazieren. Iryna: Der Hund hat gestern oft im Flur gebellt. Jonas: Ja, er ist hier noch sehr unsicher. Iryna: Besonders laut war es bei der Post. Jonas: Dann erschrickt er am Briefschlitz. Iryna: Kann eine Abdeckung helfen? Jonas: Das probiere ich sofort aus. Iryna: Gut, ich verstehe. Tagsüber ist etwas Bellen kein Problem. Jonas: Nachts achte ich besonders darauf.
Das Bellen verschwindet nicht vollständig. Es wird jedoch deutlich seltener. Jonas kennt nun einen konkreten Auslöser. Iryna erwartet keine perfekte Lösung. Beide sehen einen klaren Fortschritt. Der nächste ähnliche Moment wird dadurch leichter. 11. Klavier am Nachmittag nun verändert sich die Situation auf eine kleine Weise. Im 3. Stock beginnt eine Jugendliche täglich Klavier zu üben. Im Mittelpunkt steht zunächst das Wort üben. Üben bedeutet hier eine Fähigkeit regelmäßig trainieren. Außerdem hört Iryna das Wort Zeitfenster. Zeitfenster bedeutet in dieser Geschichte ein klar begrenzter Zeitraum. Die ersten Stücke klingen noch unsicher. Manche Takte wiederholen sich oft. Iryna arbeitet 2-mal pro Woche zu Hause. Während einer Besprechung stört das Klavier. Sie möchte das Üben nicht verbieten. Iryna prüft bei Üben, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Zeitfenster sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Darum fragt sie nach einem festen Zeitfenster. Die Familie erklärt den Musikunterricht. Gemeinsam vergleichen sie ihre Wochenpläne. Das Üben beginnt künftig nach Irynas Besprechung. Am Wochenende bleibt das Zeitfenster etwas flexibler. Iryna, ich habe eine Bitte wegen des Klaviers. Herr Demir, ist es zu laut? Iryna, nur während meiner Besprechung am Mittwoch. Herr Demir, wann endet die Besprechung? Iryna, meistens um 4:30. Herr Demir, dann beginnt das Üben danach. Iryna, das wäre eine sehr gute Lösung. Herr Demir, am Samstag sprechen wir bei Bedarf noch einmal. Das Kind kann weiter regelmäßig üben. Iryna kann ihre Besprechung ruhig beenden. Ein Zeitfenster schützt beide Interessen. Die Lösung bleibt einfach und realistisch. Niemand muss auf alles verzichten. Iryna nimmt nur den wichtigsten Gedanken mit. 12. Die Waschmaschine am späten Abend. In diesem Abschnitt geht es um eine konkrete Entscheidung. Eines Abends startet Iryna die Waschmaschine sehr spät. Die erste neue Information betrifft Schleudern. Schleudern bedeutet hier schnelles Drehen der Waschmaschine. Für die Lösung braucht sie auch Vibration. Vibration bedeutet in dieser Geschichte eine schnelle kleine Bewegung eines Geräts. Das Programm dauert länger als erwartet. Kurz vor 11 beginnt die Maschine zu schleudern. Der Boden vibriert deutlich. Frau Keller klopft vorsichtig an die Tür. Iryna hört das Geräusch nun selbstbewusster. Iryna prüft bei Schleudern, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Vibration sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Sie stoppt das Programm nicht mitten im Lauf. Aber sie stellt die Drehzahl niedriger. Am nächsten Tag prüft sie die Füße der Maschine. Ein Fuß steht nicht ganz fest. Eine kleine Gummimatte reduziert die Vibration. Frau Keller, die Waschmaschine ist unten sehr deutlich hörbar. Iryna, das Programm läuft unerwartet lang. Frau Keller, besonders das Schleudern überträgt sich. Iryna, ich stelle die Drehzahl jetzt niedriger. Frau Keller, danke. Morgen können Sie die Maschine prüfen. Iryna, ich starte sie künftig früher. Frau Keller, dann ist das Problem wahrscheinlich gelöst. Iryna, danke für den ruhigen Hinweis. Iryna übernimmt ihren Anteil am Problem. Sie sucht zusätzlich eine technische Ursache. Die Gummimatte hilft sofort. Späte Programme plant sie nicht mehr. Ein Fehler wird zu einer nützlichen Erfahrung. Die kleine Lösung bringt wieder Ruhe in den Alltag. 13.
Wäsche in der gemeinsamen Maschine, ein neues Geräusch führt zu einem neuen Gespräch. Im Keller gibt es zusätzlich eine gemeinsame Waschmaschine. Dieser Abschnitt erklärt zuerst Waschplan. Waschplan bedeutet hier ein Plan für die Nutzung einer Maschine. Der nächste wichtige Begriff lautet zeitnah. Zeitnah bedeutet in dieser Geschichte bald nach einem bestimmten Zeitpunkt. Iryna benutzt sie für große Decken. Das Programm endet um 11 Uhr. Ein Anruf lenkt sie jedoch ab. Erst 2 Stunden später geht sie in den Keller. Ihre Wäsche liegt sauber im eigenen Korb. Iryna prüft bei Waschplan, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei zeitnah sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Jemand anderes brauchte die Maschine. Iryna ist zunächst irritiert. Dann sieht sie den Hinweis an der Wand. Wäsche soll zeitnah herausgenommen werden. Beim nächsten Mal stellt sie einen Wecker. Iryna: Lea, hast du meine Wäsche herausgenommen? Lea: Die Maschine war lange fertig. Iryna: Ich war wegen des Anrufs abgelenkt. Lea: Ich habe alles vorsichtig in deinen Korb gelegt. Iryna: Danke für die Erklärung. Ich war zuerst etwas überrascht. Lea: Die nächste Person wartete schon. Iryna: Künftig stelle ich einen Wecker. Lea: Dann funktioniert die Nutzung für alle leichter. Iryna versteht die gemeinsame Verantwortung. Ihre Wäsche wurde respektvoll behandelt. Sie entschuldigt sich für die lange Blockierung. Ein Wecker verhindert das nächste Problem. Die Waschküche bleibt für alle nutzbar. Der Abschnitt endet ohne unnötigen Streit. 14. Schuhe vor der Wohnungstür. Der gemeinsame Raum macht die nächste Regel sichtbar. Im Winter stellt Iryna mehrere nasse Schuhe vor ihre Tür. Bei diesem Problem braucht Iryna den Begriff Gegenstand. Gegenstand bedeutet hier eine einzelne Sache oder ein Objekt. Dazu gehört ebenfalls Durchgang. Durchgang bedeutet in dieser Geschichte ein Weg zum Gehen. Die Schuhe trocknen dort schneller. Der Flur ist an dieser Stelle jedoch schmal. Frau Keller trägt eine schwere Einkaufstasche. Sie muss seitlich an den Schuhen vorbeigehen. Ein Schuh kippt auf die Treppe. Iryna prüft bei Gegenstand, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Durchgang sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Iryna bemerkt das Problem erst später. Sie prüft die Hausordnung erneut. Dort steht ein Hinweis zum freien Durchgang. Iryna kauft eine schmale Ablage für innen. Vor der Tür bleibt nur eine kleine Fußmatte. Frau Keller: Ein Schuh lag heute auf der Treppe. Iryna: Das war sicher von meiner Ablage. Frau Keller: Der Durchgang ist hier ziemlich eng. Iryna: Ich nehme die Schuhe sofort hinein. Frau Keller: Eine kleine Matte ist völlig in Ordnung. Iryna: Ich stelle innen eine schmale Ablage auf. Frau Keller: Dann bleibt die Treppe frei. Iryna: Danke, dass Sie es direkt gesagt haben. Iryna verteidigt die Schuhe nicht unnötig. Sie erkennt das praktische Problem. Die neue Ablage passt in den Flur der Wohnung. Der gemeinsame Durchgang bleibt frei. Eine kleine Änderung reicht vollkommen. Eine konkrete Handlung ersetzt lange Vermutungen. 15. Ein Kinderwagen im Fluchtweg. Diesmal beginnt das Problem mit einer kleinen Beobachtung. Im Erdgeschoss steht der Kinderwagen oft nahe der Haustür. Ein Schlüsselwort in dieser Situation ist blockieren. Blockieren bedeutet hier einen Weg ganz oder teilweise versperren. Ein weiterer Teil der Szene ist Sicherheit.
Sicherheit bedeutet in dieser Geschichte Schutz vor einer möglichen Gefahr. Normalerweise bleibt noch genug Platz. An einem Tag steht daneben ein großes Paket. Der Ausgang wird dadurch sehr schmal. Iryna trägt gerade einen Einkaufskorb. Sie muss das Paket vorsichtig verschieben. Iryna prüft bei Blockieren, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Sicherheit sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Danach informiert sie Frau Demir. Frau Demir hat das Paket nicht bestellt. Es gehört einem Bewohner im 3. Stock. Gemeinsam bringen sie es an die richtige Tür. Der Kinderwagen steht danach wieder an seinem markierten Platz. Iryna, der Ausgang war heute fast blockiert. Frau Demir, lag wieder ein Paket neben dem Kinderwagen? Iryna, ja. Es gehörte Herrn Roth oben. Frau Demir, dann stelle ich den Wagen näher an die Wand. Iryna, der markierte Platz ist wieder frei. Frau Demir, danke für Ihre Hilfe mit dem Paket. Iryna, bei einem Notfall muss der Weg schnell nutzbar sein. Frau Demir, da haben Sie völlig recht. Das Problem hatte mehr als eine Ursache. Niemand wird vorschnell beschuldigt. Paket und Kinderwagen bekommen klare Plätze. Der Ausgang bleibt breit genug. Sicherheit wird zur gemeinsamen Aufgabe. Damit kennt Iryna einen weiteren sicheren Schritt. 16. Das Fahrrad an der Kellertür. Ein gewöhnlicher Tag wird zu einer nützlichen Lektion. Jonas stellt sein Fahrrad kurz vor die Kellertür. Hier hilft besonders das Wort Abstellplatz. Abstellplatz bedeutet hier ein erlaubter Ort für einen Gegenstand. Später wird auch zugänglich wichtig. Zugänglich bedeutet in dieser Geschichte frei erreichbar und benutzbar. Er möchte nur schnell etwas aus der Wohnung holen. Dann klingelt sein Telefon. Das Fahrrad bleibt fast eine Stunde stehen. Herr Nowak braucht Zugang zum Heizungsraum. Die Tür lässt sich nur halb öffnen. Iryna prüft bei Abstellplatz, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei zugänglich sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Iryna sieht die Situation im Keller. Sie ruft Jonas an. Jonas kommt sofort nach unten. Gemeinsam stellen sie das Fahrrad in den Ständer. Der Heizungsraum ist wieder zugänglich. Jonas, steht dein Fahrrad vor der Kellertür? Jonas, ja. Ich wollte es nur kurz dort lassen. Iryna, Herr Nowak kommt nicht gut in den Heizungsraum. Jonas, ich bin sofort unten. Hausmeister, bitte benutzen Sie den Fahrradständer. Jonas, Entschuldigung. Der Anruf hat mich abgelenkt. Iryna, jetzt ist der Weg wieder frei. Jonas, danke für die schnelle Nachricht. Ein kurzer Zeitraum wurde unerwartet lang. Jonas korrigiert den Fehler sofort. Der Hausmeister bleibt sachlich. Niemand macht daraus einen großen Konflikt. Der richtige Abstellplatz verhindert Wiederholungen. Die Situation ist nun verständlich abgeschlossen. 17. Pakete im Eingangsbereich. Diese Szene zeigt einen neuen Teil des Zusammenlebens. Vor Weihnachten kommen besonders viele Pakete ins Haus. Für diese Szene ist das Wort Zustellung besonders wichtig. Zustellung bedeutet hier das Bringen einer Sendung zum Empfänger. Danach kommt Abholung hinzu. Abholung bedeutet in dieser Geschichte das spätere Mitnehmen einer Sendung. Einige Bewohner sind tagsüber nicht zu Hause. Der Zusteller stellt mehrere Kartons neben die Briefkästen. Der Eingangsbereich wird unübersichtlich. Ein Paket verdeckt sogar einen Briefkasten.
Iryna nimmt Sendungen nur nach Zustimmung an. Iryna prüft bei Zustellung, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Abholung sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Sie schreibt den Namen des Empfängers auf. Große Kartons bleiben nicht im Fluchtweg. Herr Nowak richtet eine kleine Paketfläche ein. Ein Schild erklärt die Abholung. Nach 2 Tagen müssen große Pakete in die Wohnung. Hausmeister: Die Pakete dürfen den Eingang nicht blockieren. Iryna: Können wir eine feste Fläche markieren? Hausmeister: Ja. Neben dem schwarzen Brett ist Platz. Jonas: Ich informiere die Hausgruppe. Iryna: Jeder sollte sein Paket schnell abholen. Hausmeister: Besonders große Kartons müssen sofort weg. Jonas: Dann bleibt der Weg frei und übersichtlich. Iryna: Die Regel ist einfach und fair. Eine markierte Fläche schafft Ordnung. Die Bewohner finden ihre Pakete schneller. Der Eingang bleibt sicher. Niemand muss fremde Sendungen lange lagern. Eine gemeinsame Lösung spart tägliche Diskussionen. Die Erfahrung bleibt mit einem klaren Bild verbunden. 18. Müll mit starkem Geruch. Der nächste Alltagstag bringt eine andere Frage. An einem warmen Tag steht ein Müllbeutel im Treppenhaus. Iryna begegnet heute dem Ausdruck Geruch. Geruch bedeutet hier etwas, das man mit der Nase wahrnimmt. Ein zweiter Ausdruck ist verursachen. Verursachen bedeutet in dieser Geschichte der Grund für ein Problem sein. Der Beutel steht vor einer Wohnung im 3. Stock. Nach einigen Stunden riecht der ganze Flur. Iryna weiß nicht sicher, wem er gehört. Sie klebt keinen wütenden Zettel an die Tür. Zuerst fragt sie Herrn Nowak. Iryna prüft bei Geruch, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Verursachen sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Er kennt die Bewohner und klingelt dort. Die Person war plötzlich zur Arbeit gerufen worden. Der Beutel wurde beim Hinausgehen vergessen. Am Abend wird er entsorgt. Das Treppenhaus wird kurz gelüftet. Iryna: Im 3. Stock steht ein Müllbeutel mit starkem Geruch. Hausmeister: Danke für den Hinweis. Ich schaue nach. Iryna: Ich weiß nicht sicher, zu welcher Wohnung er gehört. Hausmeister: Dann ist eine allgemeine Beschuldigung nicht sinnvoll. Bewohner: Entschuldigung. Ich musste plötzlich zur Arbeit. Iryna: Danke, dass Sie den Beutel jetzt wegbringen. Bewohner: Das passiert nicht noch einmal. Hausmeister: Damit ist die Sache erledigt. Iryna bleibt bei beobachtbaren Fakten. Sie kennt die Ursache zunächst nicht. Die Erklärung ist einfach und glaubwürdig. Der Beutel verschwindet ohne Streit. Ein ruhiger Hinweis reicht in diesem Fall. Der nächste ähnliche Moment wird dadurch leichter. 19. Der alte Schrank. Im Hof nun verändert sich die Situation auf eine kleine Weise. Ein Bewohner stellt einen kaputten Schrank neben die Mülltonnen. Im Mittelpunkt steht zunächst das Wort Sperrmüll. Sperrmüll bedeutet hier große alte Gegenstände zur Entsorgung. Außerdem hört Iryna das Wort Abholtermin. Abholtermin bedeutet in dieser Geschichte ein fester Termin für die Mitnahme. Der Schrank ist sehr breit. Die Mülltonnen lassen sich kaum öffnen. Regen macht das Holz zusätzlich schwer. Iryna fotografiert nur die blockierte Stelle. Sie sendet das Bild an Herrn Nowak. Iryna prüft bei Sperrmüll, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Abholtermin sucht sie eine kleine und realistische Lösung.
Der Besitzer meldet sich später selbst. Er dachte, die Abholung komme am nächsten Tag. Der Termin ist jedoch erst nächste Woche. Mit Hilfe zweier Nachbarn trägt er den Schrank zurück. Am richtigen Abend wird er erneut herausgestellt. Bewohner, ich habe den Termin leider falsch gelesen. Iryna, die Tonnen waren dadurch kaum erreichbar. Bewohner, das sehe ich jetzt. Können Sie kurz helfen? Iryna, ja. Jonas kommt ebenfalls nach unten. Jonas, wir tragen zuerst die leichten Teile. Bewohner, danke. Nächste Woche stelle ich alles richtig hin. Iryna, bitte erst am Abend vor der Abholung. Bewohner, so steht es auch in meiner Bestätigung. Der Fehler wird praktisch korrigiert. Die Nachbarn helfen, ohne die Regel zu vergessen. Der Hof bleibt eine Woche lang frei. Der Abholtermin wird im Kalender gespeichert. Sperrmüll braucht genaue Planung. Iryna nimmt nur den wichtigsten Gedanken mit. 20. Rauch auf dem Balkon. In diesem Abschnitt geht es um eine konkrete Entscheidung. Im Sommer zieht oft Zigarettenrauch in Irynas Schlafzimmer. Die erste neue Information betrifft Rauch. Rauch bedeutet hier Luft mit kleinen Teilchen nach dem Rauchen. Für die Lösung braucht sie auch Lüften. Lüften bedeutet in dieser Geschichte frische Luft in einen Raum lassen. Jonas raucht gelegentlich auf seinem Balkon. Das Fenster von Irynas Schlafzimmer liegt direkt daneben. Am Abend möchte sie kühlere Luft hereinlassen. Der Rauch zieht jedoch mehrmals ins Zimmer. Iryna schließt das Fenster genervt. Iryna prüft bei Rauch, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Lüften sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Am nächsten Tag spricht sie Jonas an. Sie verlangt kein vollständiges Rauchverbot. Stattdessen erklärt sie ihre Lüftungszeit. Jonas wählt später eine andere Balkonecke. Vor dem Rauchen schickt er kurz eine Nachricht. Iryna, der Rauch zieht abends oft in mein Schlafzimmer. Jonas, das habe ich nicht bemerkt. Iryna, ich lüfte meistens zwischen 9 und halb 10. Jonas, dann rauche ich vorher oder später. Iryna, eine kurze Nachricht wäre zusätzlich hilfreich. Jonas, das kann ich machen. Iryna, das ist hilfreich. Ich möchte nur das Fenster öffnen können. Jonas, wir probieren diese Lösung eine Woche aus. Die Bedürfnisse stehen zunächst gegeneinander. Eine feste Lüftungszeit macht sie planbar. Jonas behält seinen Balkon. Iryna bekommt häufiger frische Luft. Die Vereinbarung bleibt freiwillig und konkret. Die kleine Lösung bringt wieder Ruhe in den Alltag. 21. Grillen im Innenhof. Ein neues Geräusch führt zu einem neuen Gespräch. Im Juli plant die Familie Demir ein kleines Grillfest. Dieser Abschnitt erklärt zuerst Innenhof. Innenhof bedeutet hier ein gemeinsamer Hof zwischen Häusern. Der nächste wichtige Begriff lautet Brandschutz. Brandschutz bedeutet in dieser Geschichte Regeln zum Schutz vor Feuer. Der Hof gehört allen Bewohnern. Ein Grill kann Rauch und Geruch verursachen. Außerdem muss der Brandschutz beachtet werden. Frau Demir fragt deshalb vorher die Hausverwaltung. Die Verwaltung erlaubt einen Elektrogrill an einer bestimmten Stelle. Iryna prüft bei Innenhof, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Brandschutz sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Kohle ist dort nicht erlaubt. Die Familie informiert das Haus. Das Fest endet am frühen Abend. Danach wird der Hof vollständig gereinigt.
Übrig gebliebene Speisen werden verteilt. Frau Demir, wir möchten am Samstag im Hof grillen. Iryna, habt ihr die Hausverwaltung schon gefragt? Frau Demir, ja. Ein Elektrogrill ist erlaubt. Iryna, wo soll er stehen? Frau Demir, auf der markierten Steinfläche. Iryna, dann bleiben Pflanzen und Türen frei. Frau Demir, wir beenden das Fest spätestens um 8. Iryna, ich bringe gern einen Salat mit. Die Feier verbindet Planung und Gemeinschaft. Der Rauch bleibt gering. Der Brandschutz ist klar geregelt. Am Abend ist der Hof wieder sauber. Eine erlaubte Form macht das Treffen entspannt. Der Abschnitt endet ohne unnötigen Streit. 22. Der Reinigungsplan. Der gemeinsame Raum macht die nächste Regel sichtbar. Im Hausflur hängt ein Plan für die wöchentliche Reinigung. Bei diesem Problem braucht Iryna den Begriff Reinigungsplan. Reinigungsplan bedeutet hier eine Liste mit Aufgaben und Terminen. Dazu gehört ebenfalls Tauschen. Tauschen bedeutet in dieser Geschichte eine Aufgabe mit einer anderen Person wechseln. Jede Etage ist abwechselnd zuständig. Iryna übersieht ihren ersten Termin. Am Montag liegt noch Sand auf der Treppe. Frau Keller erinnert sie freundlich. Iryna prüft den Plan sofort. Iryna prüft bei Reinigungsplan, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Tauschen sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Ihr Name steht tatsächlich in dieser Woche dort. Sie reinigt die Etage am selben Abend. Für den nächsten Termin setzt sie eine Erinnerung. Im August ist sie jedoch im Urlaub. Darum tauscht sie früh mit Jonas. Frau Keller, diese Woche ist ihre Etage mit der Reinigung dran. Iryna, gut, dann mache ich das. Ich habe den Plan falsch gelesen. Frau Keller, das kann am Anfang passieren. Iryna, ich erledige es heute Abend. Jonas, im August kann ich deine Woche übernehmen. Iryna, dann übernehme ich deine Woche im September. Jonas, wir schreiben den Tausch direkt auf den Plan. Iryna, so bleibt die Aufgabe für alle sichtbar. Iryna reagiert ohne lange Rechtfertigung. Der Sand wird noch am selben Tag entfernt. Der Tausch ist schriftlich festgehalten. Niemand muss später raten. Ein Kalender hilft bei wiederkehrenden Aufgaben. Eine konkrete Handlung ersetzt lange Vermutungen. 23. Wasser vor der Kellertür. Diesmal beginnt das Problem mit einer kleinen Beobachtung. Nach starkem Regen entdeckt Iryna Wasser im Kellerflur. Ein Schlüsselwort in dieser Situation ist Pfütze. Pfütze bedeutet hier eine kleine Menge Wasser auf dem Boden. Ein weiterer Teil der Szene ist melden. Melden bedeutet in dieser Geschichte eine wichtige Information weitergeben. Die Pfütze liegt nahe einer Steckdose. Iryna berührt die Steckdose nicht. Sie stellt sich nicht in das Wasser. Zuerst warnt sie andere Bewohner. Dann ruft sie den Hausmeister an. Iryna prüft bei Pfütze, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Melden sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Herr Nowak kommt mit einer Taschenlampe. Eine Leitung ist nicht gebrochen. Das Wasser kam unter der Kellertür hindurch. Der Bereich wird abgesperrt und getrocknet. Später wird die Dichtung erneuert. Iryna, Herr Nowak, im Keller steht Wasser nahe einer Steckdose. Hausmeister, bleiben Sie bitte außerhalb der Pfütze. Iryna, ich habe den Bereich schon markiert. Hausmeister, sehr gut. Ich komme sofort. Iryna,
Soll ich weitere Bewohner informieren? Hausmeister: Ja. Nutzen Sie bitte die Hausgruppe. Iryna: Ich schreibe nur eine kurze Warnung. Hausmeister: Danach kümmere ich mich um die Ursache. Iryna erkennt eine mögliche Gefahr. Sie versucht keine unsichere Reparatur. Die Information erreicht schnell alle Bewohner. Der Schaden bleibt begrenzt. Verantwortung bedeutet manchmal rechtzeitig Hilfe holen. Damit kennt Iryna einen weiteren sicheren Schritt. 24. Ein piepender Rauchmelder. Ein gewöhnlicher Tag wird zu einer nützlichen Lektion. In einer Nacht piept ein Rauchmelder im 3. Stock. Hier hilft besonders das Wort Rauchmelder. Rauchmelder bedeutet hier ein Gerät zur Warnung vor Rauch. Später wird auch Alarm wichtig. Alarm bedeutet in dieser Geschichte ein deutliches Zeichen für mögliche Gefahr. Das Piepen beginnt kurz nach 2 Uhr. Mehrere Türen öffnen sich. Iryna riecht keinen Rauch. Trotzdem geht sie nicht einfach zurück ins Bett. Jonas prüft den Flur aus sicherer Entfernung. Iryna prüft bei Rauchmelder, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Alarm sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Frau Keller ruft nach dem Bewohner. Der Bewohner ist nicht zu Hause. Herr Nowak wird über die Notfallnummer erreicht. Eine leere Batterie verursacht kurze Signaltöne. Das Gerät wird am Morgen geprüft und ersetzt. Iryna: Riecht jemand Rauch im Flur? Jo, nein. Aber wir sollten den Alarm ernst nehmen. Frau Keller: Die Wohnung scheint leer zu sein. Iryna: Ich rufe Herrn Nowak über die Notfallnummer an. Hausmeister: Gehen Sie nicht eigenständig in die Wohnung. Iryna: Wir warten im sicheren Bereich. Hausmeister: Ich bin in wenigen Minuten da. Jonas: Bis dahin bleiben wir aufmerksam. Die Bewohner geraten nicht in Panik. Sie ignorieren das Signal aber auch nicht. Niemand betritt eine fremde Wohnung. Der technische Fehler wird fachlich geprüft. Sicherheit geht vor Bequemlichkeit. Die Situation ist nun verständlich abgeschlossen. 25. Glatte Stufen im Winter. Diese Szene zeigt einen neuen Teil des Zusammenlebens. Im Januar friert Wasser vor dem Hauseingang. Für diese Szene ist das Wort glatt besonders wichtig. Glatt bedeutet hier rutschig und schwer sicher zu betreten. Danach kommt Streuen hinzu. Streuen bedeutet in dieser Geschichte Salz oder Granulat auf einen Weg geben. Am frühen Morgen ist der Gehweg gefährlich. Frau Keller bemerkt die glatte Stelle zuerst. Sie stellt einen Warnkegel auf. Herr Nowak ist noch unterwegs. Iryna findet Streugranulat im vorgesehenen Behälter. Iryna prüft bei glatt, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Streuen sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Sie liest die kurze Anleitung. Gemeinsam streuen beide den Eingangsbereich. Später übernimmt der Hausmeister die restliche Fläche. Die Verwaltung prüft den Winterplan. Für die nächste Frostnacht wird früher vorbereitet. Frau Keller: Bitte gehen Sie vorsichtig. Die Stufen sind glatt. Iryna: Ich sehe den Warnkegel. Frau Keller: Das Granulat steht neben der Kellertür. Iryna: Dürfen wir den Eingang damit streuen? Frau Keller: Ja. Die Anleitung hängt am Behälter. Iryna: Dann beginne ich an den oberen Stufen. Hausmeister: Danke. Ich übernehme gleich den Gehweg. Iryna: Die Warnung bleibt, bis alles sicher ist. Eine kleine Handlung schützt viele Menschen.
Iryna nutzt nur das vorgesehene Material. Die Zuständigkeit wird später geklärt. Niemand diskutiert zuerst über Schuld. Der sichere Eingang ist im Moment wichtiger. Die Erfahrung bleibt mit einem klaren Bild verbunden. 26. Ein gereiztes Gespräch. Der nächste Alltagstag bringt eine andere Frage. Nicht jedes Gespräch im Haus verläuft sofort freundlich. Iryna begegnet heute dem Ausdruck gereizt. Gereizt bedeutet hier schnell ärgerlich oder ungeduldig. Ein zweiter Ausdruck ist Grenze. Grenze bedeutet in dieser Geschichte ein Punkt, den man nicht überschreiten möchte. Ein Bewohner schlägt seine Wohnungstür oft sehr laut zu. Iryna spricht ihn am Nachmittag an. Der Mann reagiert sofort gereizt. Er sagt, Iryna solle sich nicht einmischen. Iryna fühlt sich angegriffen. Iryna prüft bei gereizt, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Grenze sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Sie antwortet trotzdem nicht mit einer Beleidigung. Stattdessen beendet sie das Gespräch. Sie nennt nur noch ihre Bitte. Danach geht sie in ihre Wohnung. Später informiert sie Frau Keller über den Verlauf. Iryna, die Tür schlägt abends sehr laut zu. Bewohner, das geht sie nichts an. Iryna, ich möchte nur die Wirkung in meiner Wohnung erklären. Bewohner, ich habe jetzt keine Zeit. Iryna, dann beenden wir das Gespräch hier. Bewohner, gut. Iryna, bitte achten Sie heute Abend trotzdem auf die Tür. Bewohner, ich habe Ihre Bitte gehört. Iryna schützt ihre eigene Grenze. Sie muss kein aggressives Gespräch fortsetzen. Die sachliche Information ist trotzdem genannt. Später sucht sie einen sicheren nächsten Schritt. Ruhe bedeutet auch Selbstkontrolle. Der nächste ähnliche Moment wird dadurch leichter. 27. Wiederholter Lärm und Notizen. Nun verändert sich die Situation auf eine kleine Weise. Das laute Türschlagen bleibt in den nächsten Tagen bestehen. Im Mittelpunkt steht zunächst das Wort Lärmprotokoll. Lärmprotokoll bedeutet hier eine sachliche Liste mit Lärmereignissen. Außerdem hört Iryna das Wort Dauer. Dauer bedeutet in dieser Geschichte die Länge eines Ereignisses. Iryna möchte nichts übertreiben. Darum notiert sie nur echte Ereignisse. Sie schreibt Datum, Uhrzeit und Dauer auf. Eigene Vermutungen lässt sie weg. An 2 Tagen bleibt es vollständig ruhig. Iryna prüft bei Lärmprotokoll, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Dauer sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Auch diese ruhigen Tage erkennt sie an. Nach einer Woche prüft sie die Liste. Das Problem tritt meist spät abends auf. Iryna bittet Jonas um eine neutrale Einschätzung. Jonas hat die Tür ebenfalls mehrfach gehört. Iryna, ich möchte die Situation sachlich dokumentieren. Jonas, welche Angaben schreibst du auf? Iryna, nur Datum, Uhrzeit, Geräusch und Dauer. Jonas, das ist besser als allgemeine Aussagen. Iryna, an ruhigen Tagen notiere ich nichts. Jonas, ich habe die Tür am Dienstag ebenfalls gehört. Iryna, dann erwähne ich nur meine eigenen Beobachtungen. Jonas, die Hausverwaltung kann später selbst prüfen. Die Liste bleibt kurz und nüchtern. Sie dient nicht als persönlicher Angriff. Iryna sammelt keine Gerüchte. Nach einer Woche hat sie ein klares Bild. Jetzt kann sie die Verwaltung gezielt informieren. Iryna nimmt nur den wichtigsten Gedanken mit. 28. Eine Nachricht an die Hausverwaltung.
In diesem Abschnitt geht es um eine konkrete Entscheidung. Irina schreibt der Hausverwaltung eine kurze sachliche E-Mail. Die erste neue Information betrifft Hausverwaltung. Hausverwaltung bedeutet hier eine Stelle für Organisation des Hauses. Für die Lösung braucht sie auch Betreff. Betreff bedeutet in dieser Geschichte eine kurze Zeile zum Thema einer Nachricht. Der Betreff nennt Lärm durch eine Wohnungstür. Irina beschreibt zuerst den Zeitraum. Dann nennt sie das frühere Gespräch. Sie fügt keine beleidigenden Wörter hinzu. Das Lärmprotokoll liegt als Datei bei. Irina prüft bei Hausverwaltung, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Betreff sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Irina bittet um eine ruhige Klärung. Sie verlangt keine sofortige Strafe. Am nächsten Tag kommt eine Eingangsbestätigung. Die Verwaltung kündigt ein Gespräch an. Irina speichert die Nachricht in ihrem Ordner. Mitarbeiterin: Guten Tag, Frau Petrenko. Wir haben Ihre Nachricht erhalten. Irina: Vielen Dank für den Hinweis. Ist die beigefügte Liste lesbar? Mitarbeiterin: Ja. Die Angaben sind klar und sachlich. Irina: Ich wünsche zuerst eine ruhige Lösung. Mitarbeiterin: Wir sprechen mit dem Bewohner und prüfen die Tür. Irina: Vielleicht schließt sie technisch zu stark. Mitarbeiterin: Das kann tatsächlich eine Ursache sein. Irina: Bitte informieren Sie mich über den nächsten Schritt. Die Verwaltung nimmt die Meldung ernst. Gleichzeitig prüft sie mehrere Ursachen. Irina bleibt offen für eine technische Erklärung. Die E-Mail schafft eine klare Spur. Das Problem wird nun geordnet bearbeitet. Die kleine Lösung bringt wieder Ruhe in den Alltag. 29. Eine defekte Türfeder. Ein neues Geräusch führt zu einem neuen Gespräch. Der Hausmeister untersucht die schwere Wohnungstür. Dieser Abschnitt erklärt zuerst Türfeder. Türfeder bedeutet hier ein Teil, das eine Tür automatisch schließt. Der nächste wichtige Begriff lautet Einstellen. Einstellen bedeutet in dieser Geschichte ein Gerät passend verändern. Die Tür fällt ungewöhnlich schnell ins Schloss. Der Bewohner zieht sie deshalb nicht absichtlich laut zu. Eine falsche Einstellung verstärkt das Geräusch. Herr Nowak zeigt den Fehler allen Beteiligten. Er stellt die Türfeder langsamer ein. Irina prüft bei Türfeder, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Einstellen sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Zusätzlich kommt ein kleiner Dämpfer an den Rahmen. Der Bewohner entschuldigt sich für seine gereizte Reaktion. Irina nimmt die Entschuldigung an. Am Abend schließt die Tür deutlich leiser. Das Lärmprotokoll wird nicht weitergeführt. Hausmeister: Die Türfeder war zu stark eingestellt. Bewohner: Ich dachte, die Tür müsse so schließen. Irina: Darum war das Geräusch wahrscheinlich so regelmäßig. Bewohner: Entschuldigung für meinen unfreundlichen Ton. Jetzt ist es klarer. Ich war ebenfalls sehr angespannt. Hausmeister: Jetzt testen wir die neue Einstellung. Bewohner: Die Tür schließt viel ruhiger. Irina: Dann ist die Sache für mich erledigt. Ein technischer Fehler war Teil des Konflikts. Die gereizte Reaktion bleibt trotzdem nicht ideal. Beide Personen sprechen später ruhiger. Eine Reparatur löst den Hauptgrund. Die Beziehung kann sich wieder normalisieren. Der Abschnitt endet ohne unnötigen Streit. 30. Das Treffen der Hausgemeinschaft. Der gemeinsame Raum macht die nächste Regel sichtbar.
Im Frühling lädt die Hausverwaltung zu einem kurzen Treffen ein. Bei diesem Problem braucht Iryna den Begriff Hausgemeinschaft. Hausgemeinschaft bedeutet hier alle Bewohner eines Hauses. Dazu gehört ebenfalls Tagesordnung. Tagesordnung bedeutet in dieser Geschichte eine Liste der Gesprächsthemen. Das Treffen findet im Innenhof statt. Auf der Tagesordnung stehen 4 Punkte. Es geht um Pakete, Reinigung, Fahrräder und Ruhe. Jede Person darf kurz sprechen. Herr Nowak achtet auf die Reihenfolge. Iryna prüft bei Hausgemeinschaft, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Tagesordnung sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Iryna berichtet nicht über alte persönliche Streitigkeiten. Sie schlägt klare Paketflächen vor. Jonas möchte neue Fahrradständer. Frau Demir fragt nach einem kleinen Spielbereich. Am Ende werden 3 Aufgaben verteilt. Mitarbeiterin: Wir beginnen mit den Paketen im Eingang. Iryna: Die markierte Fläche funktioniert inzwischen gut. Jonas: Für Fahrräder fehlen noch 2 sichere Plätze. Frau Demir: Der Kinderwagen braucht ebenfalls einen festen Bereich. Hausmeister: Ich messe die freien Flächen morgen aus. Iryna: Können die Ergebnisse schriftlich verteilt werden? Mitarbeiterin: Ja. Sie erhalten ein kurzes Protokoll. Jonas: Dann kennt jeder dieselben Vereinbarungen. Das Treffen bleibt auf konkrete Themen begrenzt. Niemand spricht endlos. Die Bewohner hören verschiedene Bedürfnisse. Ein Protokoll hält die Ergebnisse fest. Gemeinschaft entsteht durch kleine gemeinsame Entscheidungen. Eine konkrete Handlung ersetzt lange Vermutungen. 31. Hilfe für Frau Keller. Diesmal beginnt das Problem mit einer kleinen Beobachtung. Im Sommer verletzt sich Frau Keller leicht am Fuß. Ein Schlüsselwort in dieser Situation ist Unterstützung. Unterstützung bedeutet hier praktische Hilfe für eine andere Person. Ein weiterer Teil der Szene ist freiwillig. Freiwillig bedeutet in dieser Geschichte ohne Zwang oder Pflicht. Sie kann einige Tage schlecht Treppen steigen. Iryna sieht sie mit einer Einkaufstasche. Sie bietet sofort Hilfe an. Frau Keller möchte nicht vollständig abhängig sein. Darum vereinbaren sie nur 2 konkrete Aufgaben. Iryna prüft bei Unterstützung, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei freiwillig sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Iryna bringt schwere Einkäufe nach oben. Jonas stellt die Mülltonne an die Straße. Leichte Dinge erledigt Frau Keller selbst. Nach einer Woche geht es ihr besser. Sie bedankt sich mit selbst gebackenem Kuchen. Iryna: Darf ich die schwere Tasche nach oben tragen? Frau Keller: Ja, das wäre heute sehr hilfreich. Iryna: Brauchen Sie auch Hilfe beim Einkaufen? Frau Keller: Nur bei schweren Sachen. Jonas: Ich kann diese Woche die Mülltonne übernehmen. Frau Keller: Danke. Mehr brauche ich im Moment nicht. Iryna: Dann melden Sie sich bei einer konkreten Aufgabe. Frau Keller: So fühle ich mich unterstützt und trotzdem selbstständig. Hilfe bleibt freiwillig und begrenzt. Frau Keller entscheidet über ihren Bedarf. Mehrere Nachbarn teilen kleine Aufgaben. Niemand verspricht zu viel. Die Beziehung im Haus wird wärmer. Damit kennt Iryna einen weiteren sicheren Schritt. 32. Ein Jahr später. Ein gewöhnlicher Tag wird zu einer nützlichen Lektion. Ein Jahr nach dem Einzug sitzt Iryna auf ihrem Balkon.
Hier hilft besonders das Wort Vertrauen. Vertrauen bedeutet hier die Erwartung, dass andere fair handeln. Später wird auch Rücksicht wichtig. Rücksicht bedeutet in dieser Geschichte Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse anderer. Das Haus ist nicht immer völlig ruhig. Kinder lachen noch im Hof. Gelegentlich spielt jemand Musik. Türen öffnen und schließen sich. Trotzdem fühlt Iryna sich sicherer. Iryna prüft bei Vertrauen, welche Wirkung ihr Handeln auf andere hat. Bei Rücksicht sucht sie eine kleine und realistische Lösung. Sie kennt die Regeln und die Menschen. Bei einem Problem fragt sie zuerst nach. Sie kann zwischen Alltag und echter Störung unterscheiden. Die Nachbarn kennen ebenfalls ihre Arbeitszeiten. Viele kleine Vereinbarungen funktionieren ohne Kontrolle. Jonas, bist du inzwischen gern hier? Iryna, ja. Das Haus fühlt sich vertraut an. Jonas. Am Anfang gab es einige schwierige Momente. Iryna, aber wir haben meistens direkt gesprochen. Frau Keller. Und wir kennen unsere verschiedenen Zeiten. Iryna, niemand muss perfekt sein. Jonas, wichtig ist, Fehler zu korrigieren. Iryna, genau. Gute Nachbarschaft wächst langsam. Iryna hat keine konfliktfreie Welt gefunden. Sie hat jedoch brauchbare Wege gelernt. Lesen, fragen und ruhig sprechen helfen ihr. Grenzen und Freundlichkeit passen zusammen. Das Haus ist nun wirklich ihr Zuhause. Die Situation ist nun verständlich abgeschlossen. Kurze Hörsituationen aus dem Haus. Jetzt folgen 24 kurze Alltagssituationen. Jede Situation hat ein kleines Problem und einen klaren nächsten Schritt. Du musst keine Antwort geben. Höre einfach auf die Reihenfolge. Situation 1. Ein Staubsauger am Sonntag. Am Sonntagmorgen hört Iryna einen Staubsauger. Das Geräusch dauert nur wenige Minuten. Sie wartet zuerst ab. Später fragt sie freundlich nach der Hausregel. Der Nachbar erklärt, dass ein Glas zerbrochen war. Iryna versteht den notwendigen Grund. Die wichtigste Handlung in Situation 1 bleibt kurz und konkret. Situation 2. Eine zugeschlagene Haustür. Die Haustür fällt bei Wind sehr laut zu. Mehrere Bewohner denken zuerst an unvorsichtige Personen. Herr Nowak prüft die Tür. Ein lockeres Teil verursacht das Geräusch. Nach der Reparatur schließt sie wieder ruhig. Die wichtigste Handlung in Situation 2 bleibt kurz und konkret. Situation 3. Ein nasser Regenschirm. Ein großer Regenschirm liegt offen im Treppenhaus. Wasser läuft auf den Boden. Iryna stellt einen Warnhinweis auf. Danach fragt sie nach dem Besitzer. Der Schirm kommt in eine Wanne neben der Tür. Die wichtigste Handlung in Situation 3 bleibt kurz und konkret. Situation 4. Eine laute Sprachnachricht. Jonas hört im Hof eine lange Sprachnachricht ab. Das Handy ist sehr laut. Frau Keller bittet ihn um geringere Lautstärke. Jonas benutzt sofort Kopfhörer. Das Gespräch endet freundlich. Die wichtigste Handlung in Situation 4 bleibt kurz und konkret. Situation 5. Der falsche Müllbeutel. Ein gelber Beutel steht neben der Restmülltonne. Iryna weiß nicht, ob er falsch ist. Sie schaut auf den Abfallkalender. Danach bringt sie ihn zum richtigen Sammelplatz. Eine Vermutung wird durch Information ersetzt. Die wichtigste Handlung in Situation 5 bleibt kurz und konkret. Situation 6. Ein Schlüssel. Im Schloss Frau Demir vergisst ihren Schlüssel außen im Schloss.
Iryna sieht ihn am Abend. Sie klingelt sofort. Frau Demir nimmt den Schlüssel dankbar hinein. Beide sprechen kurz über Sicherheit. Die wichtigste Handlung in Situation 6 bleibt kurz und konkret. Situation 7. Ein kaputtes Kellerlicht. Das Licht im Keller funktioniert nicht. Iryna geht nicht im Dunkeln weiter. Sie meldet die Lampe über das Hausportal. Herr Nowak tauscht sie am nächsten Tag. Die Meldung bleibt mit einer Vorgangsnummer gespeichert. Die wichtigste Handlung in Situation 7 bleibt kurz und konkret. Situation 8. Ein fremdes Paket. Ein Paket für eine unbekannte Person liegt im Eingang. Iryna öffnet es nicht. Sie prüft nur den Namen am Briefkasten. Danach informiert sie den Zusteller über den Fehler. Das Paket wird wieder mitgenommen. Die wichtigste Handlung in Situation 8 bleibt kurz und konkret. Situation 9. Ein Kinderfahrrad im Weg, ein kleines Fahrrad liegt auf der Treppe. Iryna stellt es nicht einfach in den Keller. Sie fragt die Familie. Das Kind räumt es selbst auf. So lernt es den sicheren Abstellplatz. Die wichtigste Handlung in Situation 9 bleibt kurz und konkret. Situation 10. Ein Topf mit starkem Geruch. In einer Wohnung wird sehr würzig gekocht. Der Geruch zieht kurz in den Flur. Iryna lüftet ihre Wohnung und wartet. Der Geruch verschwindet bald. Nicht jeder fremde Geruch ist ein Konflikt. Die wichtigste Handlung in Situation 10 bleibt kurz und konkret. Situation 11. Ein Hammer am Abend. Ein Bewohner hängt um 9 Uhr ein Bild auf. 3 kurze Schläge sind hörbar. Danach bleibt es still. Iryna macht daraus keine Beschwerde. Sie unterscheidet eine kurze Ausnahme von regelmäßigem Lärm. Die wichtigste Handlung in Situation 11 bleibt kurz und konkret. Situation 12. Eine lange Renovierung. Im 3. Stock wird mehrere Tage renoviert. Die Firma beginnt morgens zur angekündigten Zeit. Ein Zettel nennt Dauer und Kontakt. Iryna plant ihre Arbeit im Büro. Gute Information macht Belastungen berechenbarer. Die wichtigste Handlung in Situation 12 bleibt kurz und konkret. Situation 13. Ein Hund im Aufzug. Der Hund von Jonas wirkt im Aufzug ängstlich. Iryna wartet auf die nächste Fahrt. Jonas bedankt sich. Niemand muss sich eng an dem nervösen Tier vorbeidrängen. Die wichtigste Handlung in Situation 13 bleibt kurz und konkret. Situation 14. Ein Kratzer an der Wand. Beim Umzug entsteht ein Kratzer im Treppenhaus. Die neue Bewohnerin meldet ihn selbst. Sie schickt ein Foto an die Verwaltung. Der Schaden wird später ausgebessert. Ehrliche Information verhindert Misstrauen. Die wichtigste Handlung in Situation 14 bleibt kurz und konkret. Situation 15. Eine offene Kellertür. Die Kellertür steht am Abend offen. Iryna weiß nicht, ob noch jemand unten ist. Sie ruft zuerst leise in den Flur. Danach schließt sie die Tür. Am schwarzen Brett hängt ein Hinweis zur Sicherheit. Die wichtigste Handlung in Situation 15 bleibt kurz und konkret. Situation 16. Ein Gespräch vor der Wohnung. 2 Freunde sprechen lange im Treppenhaus. Ihre Stimmen tragen weit. Iryna bittet sie, das Gespräch in der Wohnung fortzusetzen. Beide entschuldigen sich und gehen hinein. Die wichtigste Handlung in Situation 16 bleibt kurz und konkret. Situation 17. Ein verlorener Handschuh. Im Eingang liegt ein Kinderhandschuh. Iryna hängt ihn nicht an die Außentür. Sie legt ihn auf die Fundablage.
Am Nachmittag findet das Kind ihn dort. Die wichtigste Handlung in Situation 17 bleibt kurz und konkret. Situation 18. Eine volle Papiertonne. Die Papiertonne ist bis oben gefüllt. Iryna drückt keine großen Kartons hinein. Sie faltet ihre Kartons klein. Der Deckel lässt sich danach wieder schließen. Die wichtigste Handlung in Situation 18 bleibt kurz und konkret. Situation 19. Ein defekter Aufzug. Der Aufzug bleibt zwischen 2 Etagen stehen. Niemand ist eingeschlossen. Iryna hängt keinen eigenen Reparaturversuch an. Sie meldet den Fehler und benutzt die Treppe. Die wichtigste Handlung in Situation 19 bleibt kurz und konkret. Situation 20. Ein sehr früher Lieferdienst. Ein Lieferdienst klingelt morgens bei mehreren Wohnungen. Iryna nimmt nur ihr eigenes Paket an. Sie bittet den Fahrer, andere Namen einzeln zu prüfen. So werden Bewohner nicht unnötig geweckt. Die wichtigste Handlung in Situation 20 bleibt kurz und konkret. Situation 21. Ein Ball im Blumenbeet. Kinder spielen im Hof mit einem Ball. Der Ball landet im Beet. Ein Kind holt ihn vorsichtig heraus. Iryna erklärt ruhig, warum junge Pflanzen geschützt werden müssen. Die wichtigste Handlung in Situation 21 bleibt kurz und konkret. Situation 22. Ein Grill ohne Erlaubnis. Ein neuer Bewohner stellt einen Kohlegrill in den Hof. Jonas zeigt ihm die schriftliche Hausregel. Der Bewohner packt den Grill wieder ein. Später fragt er nach einer erlaubten Alternative. Die wichtigste Handlung in Situation 22 bleibt kurz und konkret. Situation 23. Ein unklarer Zettel. Im Treppenhaus hängt ein anonymer, wütender Zettel. Iryna fotografiert ihn nicht für soziale Medien. Sie fragt die Verwaltung nach dem tatsächlichen Problem. Eine sachliche Information ersetzt den Vorwurf. Die wichtigste Handlung in Situation 23 bleibt kurz und konkret. Situation 24. Ein freundlicher Morgen. Am Montag grüßen sich 4 Bewohner im Eingang. Niemand führt ein langes Gespräch. Trotzdem wirkt das Haus sofort freundlicher. Kleine Gesten schaffen Vertrauen ohne großen Aufwand. Die wichtigste Handlung in Situation 24 bleibt kurz und konkret. Eine Woche mit guter Nachbarschaft. Zum Schluss begleiten wir Iryna durch eine gewöhnliche Woche. Keine Aufgabe ist groß. Trotzdem verändert jede Handlung die Atmosphäre im Haus. Montag. Ein klarer Gruß. Iryna begegnet dem neuen Bewohner Herrn Silva. Sie stellt sich mit Namen und Etage vor. Danach zeigt sie ihm das schwarze Brett. Mehr ist an diesem Morgen nicht nötig. Dieser Tag zeigt, wie Montag mit Rücksicht verbunden sein kann. Dienstag. Eine kurze Bitte im Flur. Telefoniert jemand sehr laut. Iryna wartet auf eine Pause. Dann bittet sie freundlich um eine leisere Stimme. Der Mann nickt und geht in seine Wohnung. Dieser Tag zeigt, wie Dienstag mit Rücksicht verbunden sein kann. Mittwoch. Ein gemeinsamer Weg. Frau Keller trägt eine leere Kiste nach unten. Iryna nimmt eine zweite Kiste mit. Beide sprechen nur kurz über den Abholtermin. Die Aufgabe ist schnell erledigt. Dieser Tag zeigt, wie Mittwoch mit Rücksicht verbunden sein kann. Donnerstag. Eine technische Meldung. Die Klingel im Erdgeschoss funktioniert nicht. Iryna prüft nur ihre eigene Wohnung. Danach meldet sie den Fehler. Die Verwaltung bestätigt den Auftrag. Dieser Tag zeigt, wie Donnerstag mit Rücksicht verbunden sein kann. Freitag.
Besuch ankündigen, Jonas bekommt am Abend Freunde. Er informiert die Nachbarn über die Hausgruppe. Nach 10 wird die Musik leiser. Die Fenster bleiben geschlossen. Dieser Tag zeigt, wie Freitag mit Rücksicht verbunden sein kann. Samstag. Der Hof bleibt sauber, mehrere Bewohner pflegen die Pflanzen im Hof. Kinder sammeln kleine Zweige. Erwachsene tragen Säcke zum vorgesehenen Platz. Nach einer Stunde ist alles erledigt. Dieser Tag zeigt, wie Samstag mit Rücksicht verbunden sein kann. Sonntag. Ruhe ohne völlige Stille. Am Sonntag hört Irina Schritte und Geschirr. Das sind normale Geräusche. Eine Bohrmaschine bleibt jedoch aus. Das Haus wirkt lebendig, aber ruhig. Dieser Tag zeigt, wie Sonntag mit Rücksicht verbunden sein kann. Wochenende. 3 kleine Fragen. Irina fragt sich: Ist der Weg frei? Ist die Lautstärke passend? Braucht jemand eine Information? Diese 3 Fragen helfen ihr in vielen Situationen. Dieser Tag zeigt, wie Wochenende mit Rücksicht verbunden sein kann. 5 Schritte vor einem schwierigen Gespräch. Erster Schritt: kurz warten. Wenn Irina sehr wütend ist, beginnt sie nicht sofort ein langes Gespräch. Sie trinkt etwas Wasser und atmet langsam. Danach fragt sie sich, ob gerade eine Gefahr besteht. Bei einer Gefahr holt sie sofort passende Hilfe. Bei einem normalen Konflikt kann ein ruhiger Moment besser sein. Diese kurze Pause schützt beide Seiten vor unnötig harten Worten. Zweiter Schritt: Fakten sammeln. Irina notiert nur, was sie wirklich gehört oder gesehen hat. Sie schreibt eine Uhrzeit und einen Ort auf. Bei Lärm ergänzt sie ungefähr die Dauer. Sie vermeidet Wörter wie immer oder nie. Diese Wörter sind oft zu allgemein. Ein konkretes Beispiel lässt sich leichter gemeinsam prüfen. Dritter Schritt: eine Bitte wählen. Vor dem Gespräch sucht Irina eine kleine mögliche Änderung. Sie erwartet nicht sofort eine perfekte Lösung. Bei Musik bittet sie vielleicht um weniger Bass. Bei Paketen bittet sie um einen freien Durchgang. Bei einer Maschine schlägt sie eine frühere Startzeit vor. Eine klare Bitte gibt dem Gespräch eine Richtung. Vierter Schritt: die andere Seite hören. Nach ihrer Bitte macht Irina eine kurze Pause. Die andere Person kennt vielleicht eine wichtige Ursache. Ein technischer Fehler kann Lärm verstärken. Eine plötzliche Arbeitsschicht kann einen Plan verändern. Zuhören bedeutet nicht, das eigene Problem zu vergessen. Es hilft nur, eine passende Lösung zu finden. 5. Schritt: das Ergebnis klären. Am Ende wiederholt Irina die gemeinsame Lösung mit einfachen Worten. Sie nennt bei Bedarf einen Tag oder eine Uhrzeit. Bei wichtigen Aufgaben schreibt sie eine kurze Nachricht. Danach prüft sie, ob die Lösung im Alltag funktioniert. Ein neues Gespräch bleibt möglich, falls das Problem zurückkommt. So endet die erste Klärung ruhig und nachvollziehbar. Nützliche Sätze für Nachbarschaft und Ruhe. Die folgenden Sätze kannst du direkt für Gespräche benutzen. Sprich langsam und mache zwischen 2 Gedanken eine kleine Pause. Bei einem ersten Gespräch: Guten Tag. Haben Sie kurz Zeit? Ich möchte ein kleines Problem ruhig ansprechen. Gestern war ein Geräusch in meiner Wohnung deutlich hörbar. Besonders zwischen 10 und 11 war es schwierig. Könnten wir gemeinsam eine einfache Lösung finden? Ich möchte zuerst Ihre Sicht hören. Danke, dass Sie sich kurz Zeit nehmen. Ich spreche lieber jetzt als mitten in der Nacht. Wenn etwas unklar ist, wo steht diese Regel genau? Gilt diese Ruhezeit auch am Wochenende?
Ist das ein normaler Platz für Fahrräder? Wen kann ich bei diesem Problem kontaktieren? Können Sie mir die Regel bitte einfach erklären? Habe ich die Vereinbarung richtig verstanden? Kann ich die Information schriftlich bekommen? Welche Stelle ist dafür zuständig? Für gemeinsame Räume, bitte lassen Sie den Fluchtweg frei. Wo darf dieser Gegenstand stehen? Der Durchgang ist im Moment sehr schmal. Können wir das Paket an einen sicheren Platz stellen? Die Maschine ist fertig und wieder frei. Wann wird die Papiertonne geleert? Ich melde den Schaden an die Hausverwaltung. Bitte entfernen Sie den Müll noch heute. Bei Lärm und Ruhe, der Bass kommt deutlich durch die Wand. Könnten Sie die Musik etwas leiser machen? Wie lange dauern die Arbeiten ungefähr? Bitte informieren Sie uns vor dem Bohren. Normale Lebensgeräusche sind für mich in Ordnung. Nachts brauche ich wegen meiner Arbeit mehr Ruhe. Können wir ein passendes Zeitfenster vereinbaren? Falls es wieder stört, melde ich mich freundlich. Wenn ein Gespräch schwierig wird, ich möchte sachlich bei diesem Punkt bleiben. Bitte sprechen Sie ohne Beleidigungen mit mir. Wir können das Gespräch später fortsetzen. Ich beende das Gespräch jetzt ruhig. Ich werde die Hausverwaltung um Unterstützung bitten. Ich notiere nur Datum, Uhrzeit und Dauer. Eine technische Ursache sollte ebenfalls geprüft werden. Danke. Ich habe Ihre Antwort verstanden. Für gute Nachbarschaft brauchen Sie Hilfe mit der schweren Tasche? Ich nehme das Paket gern bis heute Abend an. Danke für den freundlichen Hinweis. Entschuldigung. Das wusste ich noch nicht. Ich ändere das sofort. Guten Morgen. Schön, Sie zu sehen. Wir teilen diese Aufgabe für eine Woche. Eine kleine Nachricht reicht mir vollkommen. Ein ruhiger Abschluss. Langsam kommen wir zum Ende dieser Geschichte. Du hast Irina durch viele kleine Situationen begleitet. Sie hat Lärm gehört und Regeln gelesen. Sie hat freundlich gefragt und klare Grenzen gesetzt. Sie hat normale Lebensgeräusche von vermeidbarem Lärm unterschieden. Sie hat gemeinsame Räume sicher gehalten. Bei Gefahr hat sie Hilfe geholt. Bei wiederholten Problemen hat sie sachlich dokumentiert. Die Hausverwaltung war dabei ein möglicher nächster Schritt. Nicht jeder Konflikt brauchte jedoch eine offizielle Meldung. Oft reichten 2 ruhige Sätze. Manchmal half eine kleine technische Reparatur. In anderen Fällen brauchten Menschen mehr Toleranz. Gute Nachbarschaft bedeutet nicht völlige Harmonie. Menschen haben verschiedene Zeiten, Gewohnheiten und Bedürfnisse. Einige arbeiten nachts. Andere leben mit Kindern oder Tieren. Manche Menschen brauchen am Tag besondere Ruhe. Andere möchten am Wochenende Besuch bekommen. Zusammenleben funktioniert durch Kommunikation und Planung. Dabei dürfen auch deine Bedürfnisse sichtbar sein. Rücksicht bedeutet nicht, alles still zu akzeptieren. Sie bedeutet fair sprechen und fair zuhören. Du darfst ein Problem konkret benennen. Du darfst eine beleidigende Situation beenden. Du darfst nach einer schriftlichen Regel fragen. Du darfst Unterstützung bei einer zuständigen Stelle suchen. Du musst nicht jedes deutsche Wort perfekt kennen. Ein kurzer, verständlicher Satz kann völlig genügen. Vielleicht bleibt heute nur eine Frage im Gedächtnis. Können wir gemeinsam eine einfache Lösung finden? Dieser Satz öffnet viele ruhige Gespräche. Atme noch einmal langsam ein. Atme ruhig wieder aus.
Dein Deutsch wächst durch viele verständliche Begegnungen. Und gute Nachbarschaft wächst durch viele kleine Handlungen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.